Ein historischer Moment, die Cramps in der Schweiz und die Cramps auf DRS 3. Exklusiv auf DRS 3. Wir freuen uns schaurig, freut uns auch, dass ihr zuhören, dass ihr zugeschaltet habt. Auch in dieser Stunde etwas, was sie sonst für keine Radiostation gemacht haben, ein Interview mit den Cramps. In Deutschland haben sie das Maul nicht aufgemacht. In den anderen Ländern, wo sie gesehen sind, haben sie auch nichts gesagt. Und Susanne, du hast ein Interview mit ihnen machen. Es war allerdings ein kurzes, weil der Lux Interior, der Frontmann und Sänger von der Band, dann sofort geneigt werden ins Spital und Zeugs und Sachen. Es war voll Blut. Also, ein Interview nicht wie jedes anderes, kann man da sagen. Die erste Frage an ihn. Ja, die erste Frage, die hätte mir eigentlich der Lux Interior gerade selber geliefert. Der hat nämlich mal in einem anderen Interview gesagt, vom Rock'n'Roll sei nur 5% Musik. Und ich wollte dann natürlich ein bisschen näher wissen über die restlichen 95%. Yeah, I think it is. I really think it is. You know, I mean, rock and roll was around as a concept. It was a synonym. It meant fucking for like 20 years before it was music. It just meant sexual intercourse. You know, for like 20 years before it was considered. Then after, well, like 15 years later, it was a dance, and then it was music. But for long before that, it meant, you know, why we're here on the earth. You know, something fat, bald old men don't talk about, and people with a lot of money, so you don't really know this, you know, unless you really pay attention. And I mean, sometimes I think we know more about what went on in the 15th century than what went on in the 1950s. You know, rock and roll is a suspension of disbelief of concepts and intelligence and college idiots that think about concepts and all this kind of stuff. Rock and roll is music of the lower classes, and it's something that should never have gotten away from that. You know? Vor 20 Jahren war Rock'n'Roll Vögel, lang bevor es Musik war. Vor etwa 15 Jahren oder 15 Jahre später ist ein Tanz daraus geworden und dann eine Musik, aber lang vorher, ich meine, warum sind wir hier auf der Erde? Fette Leute und die mit viel Geld, die reden nicht darüber. Darum fällt es nicht so auf. Aber wenn man wirklich zulässt, dann wird einem klar, dass wir hier viel mehr wissen über das 15. Jahrhundert, weder über das, was in den 50er Jahren gelaufen ist. Rock'n'Roll ist der Glauben als Unmögliche und hat nichts zu tun mit Konzept und Intelligenz und studierten Idioten. Rock'n'Roll ist die Musik der unteren Klasse und man hat ihn nie dort rausnehmen. Well, we've been on TV before, but my mother never saw my show. My mother is dead, but she has never seen this show. But actually, she before she died, she knew that I was in this rock and roll band, and she was very happy for me, and she thought it was real great. I mean, I'm from Akron, Ohio, and to be a success at anything is really great when you're from Akron, Ohio. Yeah, in Akron, the only thing there is rubber companies. It's just hillbillies that moved up there from the south to build tires. That's all it is, you know. And now all the rubber companies have moved away from there, so now it's really a decaying place. There's nothing there anymore. You know, there was something there 20 years ago, but not so much anymore. Akron is a wonderful place, though. And Cleveland, too. Nick is from Cleveland. And me and Ivy lived there for like 3 years. We came back there right before we started the Cramps. It's really a great place. The very first rock and roll show of all time was held in Cleveland. Alan Freed held it there, and it was a riot because like 50,000 people showed up. They couldn't get tickets. Motorcycle. What a beautiful sound. 50,000 people showed up that couldn't get tickets at the Cleveland Arena, and so the first rock and roll show was canceled, and they had to wait a month to have another one because it was so intense and so powerful that like 3 times as many people showed up as they were expecting. Der Lux über seine Vergangenheit. Seine Mutter hat ihn nie am Fernsehen gesehen, die wilden Videos, die sie machen, die wir lieben. Sie sei tot, seine Mutter. Aber sie habe, bevor sie gestorben ist, erfahren, dass er in dieser Band spielt und sie sei sehr glücklich für ihn gewesen. Sie habe gefunden, es sei echt großartig.
Er sei von Akron, Ohio. Die Divo übrigens, kleine Klammer, kommen auch von Akron, Ohio. Er sei also von Akron, Ohio. Und es sei gleich, mit was man Erfolg hat, wenn man von Akron siegt. Und Erfolg hat, sei das schon eine wahnsinnige Leistung. In Akron hat es nichts anderes als Gummi-Pneu-Industrie. Hillbillies, die vom Süden aufgezogen sind und sich auf Pneu spezialisiert haben. Und das sei es dann. Jetzt, wo all die Gummifabriken wegziehen von Akron, sei es nur noch eine zerfallene Stadt. Vor 20 Jahren sei die Stadt etwas gewesen. Jetzt sei es aus. An und für sich sei das einmal wirklich ein schönes Örtchen gewesen. Genau, meint er noch, wie Cleveland zum Beispiel. Der Nick Knox sei von dort. Die Ivy und er seien dort ausgezogen, bevor sie die Cramps gegründet haben. Ein grossartiges Örtchen, Cleveland, meint er. Die erste Rock'n'Roll-Show überhaupt habe in Cleveland stattgefunden. Alan Freed, bestbekannte Legendarartist George Alan Freed, hat das Konzert organisiert. Es war ein riesiger Krawall, denn das erste Konzert. 50'000 Leute sind aufgetaucht, ich glaube eher 15'000 in Klammern, aber er hat sich dort getäuscht. 50'000 Leute sind aufgetaucht, die alle kein Billett mehr gekriegt haben. Auf alle Fälle 3-mal so viele Leute, wie man erwartet hat. Und man hätte das Konzert müssen auf einen Monat später verschieben. Eine unglaublich intensive Sache. Die Zwischenbemerkung vom Lux, die vom Volkshaus durch ist: oh, ein Motorrad. Was für ein schönes Geräusch. Er hat vorhin so selbstverständlich gesagt, die Ivy und ich. Und mir hat ihn Wunder genommen, ob das nicht ein bisschen zu Reibereien führe, so mit den Geliebten auch noch zusammenarbeiten und gerade zum Beispiel unter dem Tourstress. My greatest joy. Well, no. So, sometimes we do have, I wouldn't call them troubles because we're so in love and we've always been so in love that we don't really have troubles, but sometimes we have sadness because it's so much work and there's so much stuff that goes on, but never troubles between me and her. We've always been in love. Ah, wunderschön. My greatest joy, die Ivy, seine grösste Freude im Leben. Sie haben nie richtige Lampen zusammen. Manchmal sagen sie ein bisschen gefrustet wegen der vielen Arbeit und dem vielen Zeug, das sie sich damit umschlagen müssen. Aber richtig Streit, das gäbe es nie. Sie sagen so verliebt und sie sagen schon immer so verliebt gewesen. Mit der nächsten Frage habe ich direkt ins Wespennest eingestochen. Ich habe den Lux nämlich auf die New Musical Express Kritik vom neuen Cramps Album angesprochen, wo ja dort ziemlich verrissen worden ist. We just played goddamn 30 concerts like that, and you know, like we've been going for 10 years. These NME critics, not only them, which have been the NME critics have been some of the nicest people to us, but English critics in general are assholes. I'll tell you right now, they are. They think too much. They're dumb shits. They write about some rotten, stinking band that has nothing to do with rock and roll 51 weeks out of the year, and then we come to town and they write about us. And they never say anything. They say like 50% good, 50% bad, so they can go to their goddamn stinking parties and say, oh, well, of course I said the Cramps were shit. If they go up to somebody that doesn't like us and they go up to somebody... Wir haben verdammte 30 Konzerte gegeben, wie das heute Abend hier. Und wir machen es seit 10 Jahren. Die Enemy-Kritiker sind bis dort zwar noch am nettesten zu uns, aber englische Kritiker im Allgemeinen sind Arschlöcher. Sie denken zu viel und schreiben über verrotteten, stinkenden Mist, der nichts mit Rock'n'Roll zu tun hat, und das 51 Wochen pro Jahr. Und wenn wir dann in ihre Stadt kommen, dann schreiben sie über uns. Aber sie sagen gar nicht etwas. Es ist immer 50% gut und 50% schlecht. Und dann gehen sie an ihre verdammten Stinkpartys. Wenn sie bei jemandem sind, der uns nicht mag, dann sagen sie, ja klar, ich habe gesagt, die Cramps sind ein Seich. Und anschliessend sind sie bei einem eingeladen, der uns gut findet. Und dann sagen sie, selbstverständlich, ich habe ja schon immer gesagt, Cramps sind Spitze. Wenn man die Kritiker liest, dann hat man das Gefühl, irgendwelche neurotischen Idioten haben die geschrieben. Ich finde, die sind noch unter den Würmern. Sie sagen nichts, beziehen niemals Stellung und man versteht nicht einmal recht, was die überhaupt meinen. Ich habe ihnen eingeworfen, dass ich mich schon grauenhaft freue, das in die Welt rauszusenden, weil er mir so aus dem Herz gesprochen hat. Ich kann es auch kaum erwarten, hat ihnen der Lux darauf gemeint, weil es wirklich wahr ist. Rock'n'Roll sollte Musik sein, die man in einem anderen Rahmen beurteilt, wie der Bronski Beat oder Duran Duran. Halt, Duran Duran, die mag er. Weil der Leadsänger mal gesagt hat, er findet die Cramps gut. Es gibt einfach keine echte Rock'n'Roll-Bands mehr, meint der Lux weiter. Gut, sicher hat es noch irgendwann ein paar, aber die sind niemals so intensiv wie wir. Darum langweilen wir alle die Rockkritiker. Es ist ein lausiger Haufen von Journalismusstudenten, die überhaupt nichts wissen von Rock'n'Roll.
Unser letzter Gig in England haben wir mit «A Devil with a Blue Dress On» gespielt, von Mitch Ryder und den Detroit Wheels, so haben sie angefangen. Und die Kritiker, die haben nicht einmal den Song gekannt. Jesus Gott, wenn ich noch einmal angestellt wäre, in Akron, zum Pneu machen, dann würde man von mir erwarten, dass ich schaue, wie der Gummi blöterlet und dass ich einen guten Pneu mache. Aber die Rockkritiker, die wissen nicht einmal so viel. Sie haben absolut keine Ahnung vom Rock'n'Roll. 95% von denen. Hier und da mal haben wir jemanden getroffen, der Rockkritiker ist, weil er eine echte Liebe und eine echte Leidenschaft hat für Rock'n'Roll. Aber das sind die Ausnahmen. Meistens handelt es sich um Idioten, die von nichts eine Ahnung haben. Und sie sind glatzköpfig, hässlich, begriffsstutzig, schreiben seit 15 Jahren und haben immer noch nicht gecheckt, um was es geht. Ganz kurz, wirklich kurz zurück zu unserem Interview. Sex, Drogen und Rock'n'Roll, Horrorfilm und. Werden sie in den Staaten zensuriert, hat unsere Susi gefragt. No, it really doesn't. In the United States, we don't even have a record company, so it's like even worse than what you might think about U.S. censorship. But that censorship thing is like with all the Washington wives and everything. The reality of the whole thing is that they're trying to put a tax on cassettes. Nein, sagt der Lux von den Cramps, aber schlimmer als das. In den Staaten haben sie nicht einmal eine Plattenfirma. Das ist viel schlimmer als das, was man als amerikanische Zensurkontrolle kennt. Bei dieser Zensurbewegung in Amerika, die Washington Wives, also die Frauen aus Washington und all das, da ging es doch ums Folgende. Man versucht in den Staaten, leere Audiokassetten zu besteuern, 10% von jedem Kassettenpreis für die Regierung. Es ging nicht um Zensur, es ging nur um das, um Stutz. Was immer auf der Welt passiert, sagt der Lux weiter, es geht doch immer um Stutz. Nächste Frage von dir? Reich sind sie also nicht, die Cramps, aber definitiv Kultfiguren. Wie es so ist, eine Kultfigur zu sein, hat mich auch noch Wunder genommen. No, not really rich, but we feel like we're rich because we never expected to do anything but go on stage in New York at CBGB's and play. You know, we hoped we could get that far, and the fact that we've got any farther than that is wonderful to us. We know we're a success because we listen to our records and we love our records, and we know that they're good records, so we know that we're a success. And we have made... Nein, sie haben keinen Sturz, aber sie fühlen sich reich. Sie haben keine grossen Erwartungen gehabt, als zum Beispiel keine grössere Erwartungen gehabt, um ganz genau zu sein, als können im CBGBs in New York auf der Bühne stehen und dürfen spielen. Sie haben immer gehofft, dass sie das einmal schaffen, und die Tatsache, dass sie viel weitergekommen sind als das ist einfach eher für sie. Sie hören auch ihre eigenen Platten. Sie wissen, dass die Platten gut sind. Das ist Erfolg für sie. Sie haben Geld verdient, reich sind sie, aber weiss Gott nicht. Die Tournee, die sie jetzt machen, kostet sie genauso viel, wie sie einbringt. I like the fact that anybody likes us, but I think rock and roll is meant to be a powerful thing. So I think everyone should like us, not a few people. I don't have any romantic view of a few people liking us, and that's really good. I think everyone should like us. Not because I want to be rich, which I do want to be rich, but because I think rock and roll, one of the things you need in rock and roll is power, and you get that with money. Schatz, da sind wir unterbrochen worden, weil der Doktor gekommen ist, um die Klaffen vom Schlagring, den der Lachs unter dem Auge hatte, zuzunehmen. Also, eigentlich war es natürlich sowieso total schatzig von ihm, dass er überhaupt mit mir geredet hat, weil er hat doch recht alt ausgesehen mit seinem bösen Auge. Da aber noch die Übersetzung von wegen Kultfigur und so. Ich liebe die Tatsache, sagt der Lachs, dass mir die Leute gefallen, aber ich glaube, dass Rock'n'Roll eine kraftvolle Sache sollte sein, und darum möchte ich, dass uns alle gut finden, nicht nur ein paar. Ich habe keinerlei romantische Ansichten über die paar, die uns mögen. Alle müssen da. Nicht, weil ich reich werden will, obwohl eigentlich möchte ich reich werden. Rock'n'Roll braucht Macht, und Macht hast du mit Geld. Herzlichen Dank den Cramps, vor allem dem Lux und Riley und dem Nick, dass sie es gelassen haben. Und die letzten Worte, wollen wir den Cramps lassen? Rock'n'Roll ist mehr als Musik. Rock and roll isn't music, it's bigger than music.